Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation Human Design und Aminosäuren. Ich habe dieses Thema gewählt im Rahmen meiner Arbeit zum Differentiation Degree Program, zu meiner Abschlussarbeit. Ich habe eine Studie angefertigt und das möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe am Beispiel der Aminosäure Lysin die Zusammenhänge von Aktivierungen in der individuellen Human Design Körpergrafik untersucht, ob sie mit bestimmten Erkrankungsmustern zusammenhängen könnte. Kurz zu mir. Mein Name ist Anke Gluschke. Ich bin zertifizierte Human Design Analytikerin und wie ihr seht, selbst projizierte Projektorin, Profil 2.5 und habe nur eine Definition zwischen Selbst und Kehle, die 31.7 logische Muster übertragen. Ja, kommen wir erstmal zu den Aminosäuren, zur Aminosäure Lysin und als Vorbereitung noch einmal eine Rekapitulation. Was sind Aminosäuren? Aminosäuren sind die Grundbausteine der Proteine und somit sind sie die Bausteine des Lebens. Also alles, was lebt, alle organische Materie ist aufgebaut aus Aminosäuren. Und jede Aminosäure hat von diesen 4 Grundbausteinen 3 integriert. Also die 4 Bausteine heißen Adenosin, Cytosin, Guanin und Uracil beziehungsweise Tyrosin. Und immer 3 dieser 4 Bausteine bilden ein Triplett, ein sogenanntes Codon. Und das ergibt natürlich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wenn wir 4 Grundbausteine in Dreierfolgen haben, dann haben wir 4 hoch 3, also 4 mal 4 mal 4. Das heißt, es gibt 64 mögliche Kombinationen für Triplets. In höheren Organismen ist es aber so, dass wir nur 20 Standard-Aminosäuren haben. Und das bedeutet, dass manche Aminosäuren aus mehr als einer dieser Kombinationen gebildet werden. Das heißt, sie haben vielleicht einen unterschiedlichen Aufbau, biochemisch gesehen, aber es sind dieselbe Aminosäure und haben dieselbe Funktion. Ja, in dieser Codon-Tabelle aus Wikipedia hier rein kopiert, seht ihr mal in der Übersicht, wie sich diese verschiedenen Grundbausteine kombiniert in die verschiedenen Aminosäuren bilden. Und zum Beispiel beim Tryptophan, ja, meine Maus ist nicht zu sehen, beim Tryptophan könnt ihr das sehen, dass es dort nur eine Kombination gibt, während es zum Beispiel beim Prolin viele verschiedene Kombinationen dieser Grundbausteine gibt. Ja, Lysin selbst gehört zu den essentiellen Aminosäuren. Das heißt, der Körper kann sie nicht selber synthetisieren. Sie muss von außen aufgenommen werden. Und dort liegt auch gerade beim Lysin oft der Hase im Pfeffer. Denn gerade bei vegetarischen, veganen Ernährungsformen ist es häufig so, dass Lysin die limitierende Aminosäure ist. Das heißt, dem Körper nutzt es nichts, ganz viel von den anderen zu haben und vom Lysin leider zu wenig. Da sie essentiell ist, muss sie in einem bestimmten Mengenverhältnis auch vorhanden sein. Und sie ist insbesondere in pflanzlichen Nahrungsmitteln und besonders im Getreide einfach immer die limitierende, die mangelnde Aminosäure. Ja, und man kann natürlich nachhelfen, indem man tierische Produkte isst oder auch Lysin substituiert. Ganz grundsätzlich habe ich die Funktion von Lysin im Körper mal zusammengefasst in diese 3 Hauptbereiche. Das erste ist das Immunsystem. Letztendlich sind alle Aminosäuren wichtig fürs Immunsystem und Lysin hat dort aber auch spezielle Funktionen ähm, als sogenannte Virenbremse. Also es macht die Zellwände stabil und stark, sodass sich eine Zelle gegen
Eindringen schädlicher Informationen, was Viren ja sind. Das ist irgendeine Art von Information, die nicht körpereigen ist oder wer weiß, woher kommt, dass sich diese Zelle dagegen wehren kann, übernommen zu werden. Und Immunsystem an sich, ähm, die Menge an Protein bestimmt letztendlich auch über unser Immunsystem. Man kennt das mit zunehmendem Alter, wird die Muskulatur im Körper abgebaut. Das heißt, der Proteinanteil im Körper sinkt, und es wird in Fett umgewandelt und dementsprechend wird auch das Immunsystem schwächer. Das heißt, eine ausreichende Proteinmenge im Körper ist wichtig für das Funktionieren des Immunsystems und ist auch ein Hinweisgeber darauf. Ja, der zweite große Komplex ist das Bindegewebe. Und es gibt sicherlich andere Aminosäuren, die mengenmäßig wichtiger und am Aufbau des Bindegewebes beteiligt sind, wie das Prolin, wie das Glycin zum Beispiel. Allerdings ist das Lysin strukturell total wichtig, weil es für die Elastizität und somit Funktionalität des Bindegewebes sorgt und deswegen zwar nicht als Mengenprotein benötigt wird, aber eben zum Funktionieren des Kollagens. Also Faltenbildung ist nicht einfach nur Mangel an Kollagen, sondern Mangel auch an Lysin als Beispiel. Ja, und der dritte Aspekt ist die Energieversorgung im Körper. Also Lysin ist daran ganz stark beteiligt, ist wichtig für die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, somit für den Sauerstofftransport und somit für die Energieversorgung jeder Zelle. Dazu kommt, dass Lysin zusammen mit Methionin die zusammengesetzte Aminosäure Carnitin bildet. Und ja, der Körper kann es selbst synthetisieren, er tut es allerdings ähm, nur in geringer Menge. Das heißt, der Körper profitiert sehr von äußerer Aufnahme von Carnitin. Carne, da steckt schon das Wort drin, Fleisch ist viel in Fleisch und tierischen Lebensmitteln enthalten. Auch hier wiederum eine Beschränkung bei Menschen, die sich dann eher pflanzlich ernähren. Und die könnten dann zum Beispiel auch davon profitieren, Carnitin einzunehmen als Nahrungsergänzungsmittel. Es ist bekannt als sehr potenter Kraft- und Energiegeber. Ja. Ja, das war ein kurzer Überblick zum Lysin. Es lässt sich natürlich viel, viel mehr noch darüber sagen. Jetzt möchte ich aber erst einmal weitergehen zum Zusammenhang zwischen Human Design, I Ching und genetischem Code. Im alten klassischen I Ching, dem Buch der Wandlung aus dem China im dritten Jahrtausend vor Christus, da habe ich einen kleinen Schreibfehler drin. Diese vom Bild ja bekannten Strichcodes, könnte man fast sagen, die bestehen aus durchgezogenen Yang-Linien und unterbrochenen Yin-Linien in allen Kombinationen, die möglich sind, wenn wir 6 Linien übereinander stapeln. Ähm, Auch hier gibt es eine starke, ähm, ja, im Prinzip ist es eine Gleichsetzung zum genetischen Code. Wir sehen zwar normalerweise im I Ching die Trigramme, also immer 3 Linien, die übereinander gestellt zusammen als Hexagramm wirken. Wir können sie aber auch als Bigramme, als 3 Bigramme betrachten. Und dann sehen wir auch, dass durch die Kombination dieser Yang- und Yin-Linien es nur 4 Grundbigramme gibt, ähnlich wie der 4 Bausteine, aus denen wir die Aminosäuren aufbauen. Also es gibt 2 Yang-Linien, es gibt 2 Yin-Linien, es gibt Yin-Yang und Yang-Yin kombiniert. Und die hoch 3, also jeweils 3 dieser Bigramme ergeben ein Hexagramm. Auch dort haben wir dann wieder 4 hoch 3 und 64 Möglichkeiten. Das heißt, es ist quasi synonym. Es gibt ein super interessantes
Buch von Katja Walter, die sich genau damit beschäftigt hat, mit dem I Ching und dem genetischen Code und deren Zusammenhängen. Auch Fraktaltheorie und so weiter hat sie dort alles mit versucht reinzunehmen. Und es ist ein sehr schönes Buch, wenn man mal sein Gehirn etwas anstrengen möchte. Und es ist natürlich auch etwas, was mich selbst inspiriert hat zu dieser Arbeit. Aus der Human Design Sicht, Ra Uruhu hat einen Kurs zum Codon Mapping gegeben. Dort ist er sozusagen anhand der Aminosäuren hat er die Hexagramme betrachtet und hat geschaut, zum Beispiel beim Lysin, was haben Tor 1 und Tor 14, was haben die für Themen? Und das ist ein sehr interessanter Kurs, mit dem man sich auch mal beschäftigen kann. Hat mir auch als Inspiration gedient. Und die zweite sehr interessante Sache kommt aus dem Dream Rave. Die sogenannten Codon Pathways sind sozusagen die Wege, die im Organismus benutzt werden, um uns im erwachenden Zustand, und damit meine ich jetzt wirklich das Schlafen in der Nacht, wo wir ein Säugetierdesign haben und eine reduzierte Körpergrafik mit nur 20 Toren und entsprechend den Aminosäuren, was bedeutet, dass es bei jeder Aminosäure sozusagen ein Haupthexagramm, ein Haupttor in der Körpergrafik gibt. Und wenn wir zum Beispiel in unserem Dream Rave Tor 1 aktiviert haben, wird dieses Tor 1 seine Information im erwachenden und wachen Zustand an Tor 14 weiterleiten. Also dort findet auch eine Art von nächtlicher Konditionierung statt, die dann auf den Gesamtmenschen auch übergreift durch diese Codon Pathways. Ja, insgesamt ist es natürlich ganz wichtig, die ganz grundlegenden Bedeutungen der Hexagramme anzuschauen, wenn wir uns mit dieser Verbindung zu den Aminosäuren beschäftigen. Das heißt, bei Lysin, ja, sagte es schon, es ist Tor 1 am Selbst und Tor 14 am Sakral. Das sind die beiden Tore, die von Lysin kodiert werden. Und dann kann man sich natürlich fragen, was ist das für ein Tor? Welche Funktion hat es? Welche Funktion hat es in der Körpergrafik? Welche spezifischen Informationen kann man dazu finden? Ganz wichtig natürlich auch die Rave Anatomy. Das heißt, ähm, gibt es ein Organ zum Beispiel, das zugeordnet ist? Ja, das ist super spannend. Ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, bei Tor 1 und Tor 14, beide gehören zum Schaltkreis Wissen, sind mutativ, sind an oder aus und verstärken letztendlich unseren Drang, individuell zu sein und zu werden. Und es gibt aus der Rave-Anatomie zu beiden Toren keine Organentsprechung in dem Sinne. Wir können dann nur vom Zentrum ausgehen, ganz allgemein gesprochen. Sakralzentrum hat natürlich mit Energie zu tun. Energie vor allem für Arbeit, für Aufbau und für Fruchtbarkeit. Und das Selbst wäre dann organisch gesprochen das Blut. Das Blutsystem verbindet ja alles im Körper miteinander und die Leber, die unser Reservoir für alle guten Stoffe ist und die aber auch herausfiltert, was weg muss. So. Und mehr kann man dann zu Tor 1 und Tor 14 im Speziellen dort nicht sagen. Sie befinden sich aber in dieser Zentralsäule. Und diese Zentralsäure ist letztendlich essentiell für das Pentagefüge. Das heißt, obwohl es individuelle Tore sind, dienen sie letztendlich auch dem Penta, das heißt dem materiellen Wohlergehen von kleinen Gruppen von Menschen. Ja, also das ist das, was man sagen kann. Tor 1 ist das reine Yang, 6 durchgehende Yang-Linien und ironischerweise am nicht motorisierten Selbst gelegen, wo man erwarten würde, Tor 1, abstrotzende männliche Energie, dieses Zerbersten von Energie, ja, so stellt man sich das vor und das sitzt nur ausgerechnet an Tor 1 und letztendlich wird es angeschoben von Tor 2, von dem Empfangenden, dem rein Yin.
Und Tor 2 empfängt seine Kraft, seinen Impuls von Tor 14. Da kommt die Kraft her, die eigentlich dann das Yang anstößt. Und dieses Yang wird sich als Selbstausdruck zeigen. Es ist ein sich zeigen in der Welt. Und ähm, genau, also es kriegt dann dort sozusagen im Selbst eine Richtung, eine gerichtete Energie könnte man das nennen. Tor 14 ist wirklich ein Krafttor, eins der, wo man aus dem Allgemeinverständnis von Kraft, wenn man da hergeht, dann würde man schon auf Tor 14 gucken. Es ist aber anders als Tor 34, was so eine rohe, ungezügelte Kraft darstellt, doch von ganz anderer Natur. Ähm, Es geht ja darin, in Tor 14 darum, ähm, die Kraft mit Anmut freizusetzen und durch Anmut zu wirken. Das heißt, es ist eben nicht die Brechstange wie Tor 34, sondern es ist ein sehr gezieltes ähm, Freisetzen von Energie zu Zwecken für Dinge, die mich vielleicht wirklich tief berühren. Und dann hat es sozusagen seine Wirkung. Tor 14 kann sich dennoch auch total im Energierausch verlieren. Also da komme ich später nochmal dazu. Ähm, genau, so das sind die Dinge, die man dazu sagen kann. Ähm, Wer sich mit dem Thema überhaupt Human Design Aminosäuren noch viel tiefer beschäftigen will, kann sich auch an Martin Grassinger wenden. Er hat da auch viel dazu geforscht und gearbeitet. Ja, ich gehe mal weiter. Also wenn wir uns das jetzt angeschaut haben, einerseits die Funktion von Lysin im Körper und zweitens auch die Hexagrammthemen, was sind dann da so die Gemeinsamkeiten? Ganz grob betrachtet könnte man sagen, ja, das Thema Energie und Kraft wurde definitiv angesprochen. Indirekt auch vielleicht das Bindegewebe, auch das Blut, es gehört zum Bindegewebe und das Blut versorgt uns insgesamt mit Information und Energie in den gesamten Körper. Trennendes zum Thema Immunsystem oder Herpes haben wir hier gar nicht viel gefunden. Diese Stabilisierungsfunktion der Zellen, da nur in dem Sinne indirekt über den, sagen wir mal, Proteinanteil im Körper und ja, dass wir dadurch auch unser Immunsystem stärken, wenn das Lysin ausreichend vorhanden ist. Aber eben nur indirekt, denn Milzthemen sind hier nicht dabei. Naja, und meine Herangehensweise war ja, ich wollte herausfinden, gibt es denn Zusammenhänge? Was ist, wenn jemand diese Tore aktiviert hat oder nicht aktiviert hat oder wenn die im Kanal sind oder nicht im Kanal sind? Gibt es Hinweise darauf, ob es dann zu mehr Krankheitssymptomen in diesen Bereichen, in denen Lysin seine Funktion hat oder nicht? Und meine Hypothese war, meine Grundannahme war, dass Aktivierung dieser Lysintore in der Human Design Körpergrafik vielleicht mit entsprechend weniger Symptomen und Erkrankungen einhergehen könnten. Natürlich versuche ich das dann auch zu widerlegen. Das heißt, vielleicht ist es genau andersrum, dass diese Lysinaktivierung eher zu häufigeren oder stärkeren Symptomen führen könnten. Oder aber es zeigt sich in meiner Untersuchung, dass es keine wirklichen Zusammenhänge und Tendenzen gibt. Ja, und dann habe ich mich daran gemacht, die Studie zu konzipieren und habe mich dafür entschieden, einen Fragebogen zu konzipieren. Dieser Fragebogen hat natürlich allgemeine Dinge abgefragt, natürlich die genauen Geburtsdaten, damit ich das Chart erstellen kann, ähm, Angaben zum allgemeinen Gesundheitszustand, zur Ernährungsweise, dazu, ob es Vorerkrankungen gibt, ob jemand Medikamente nehmen muss, ob jemand Nahrungsergänzungsmittel und besonders auch vielleicht Proteine oder Aminosäuren einnimmt. Ja, und der Kern waren natürlich die vier großen Fragen zu den Themenbereichen, die ich aufgemacht habe. Die erste Frage war zur Häufigkeit und Schwere von Herpeserkrankungen. Die zweite war
zur Infektneigung, also wie häufig ist jemand krank, erkältet und so weiter. Die dritte Frage war zum Zustand des Bindegewebs und entsprechenden Problematiken. Und die letzte Frage bezog sich auf den Energiehaushalt, Erschöpfbarkeit und so weiter. Optional habe ich darum gebeten, wer möchte, kann mir bitte noch ein Aminogramm zusenden, also die Ergebnisse einer Blutanalyse, in denen die Aminosäuren gemessen werden im Vollblut. Und es wurden mir auch Haarmineralanalysen zugeschickt, was die große Schwierigkeit hat, dass dort jedes Labor anders agiert, anders bewertet und man sich dort eigentlich jedes Mal erst vom Labor schulen lassen müsste, wie diese Ergebnisse zu werten sind. Denn es gibt dort keine absoluten Zahlen mit Einheiten, wie das beim Bluttest der Fall ist. Und entsprechend ist das schwieriger auszuwerten. Naja, und wenn man dann die ganzen Daten hereinbekommt, stellt sich natürlich die Frage, wonach suche ich? Und hoffentlich war da die Vorbereitung gut genug, sodass man die Fragen so präzise wie möglich schon gestellt hat und die Antwortmöglichkeiten, die ja teilweise zum Ankreuzen waren und teilweise auch ergänzt werden konnten mit eigenen Bemerkungen, dass sich daraus etwas machen lässt, dass man das in eine Form bringen kann. Und das ist eben genau die Frage, wie gewichte und ordne ich diese Ergebnisse, die ich da bekomme. Und das ist natürlich, da kommt der alte Spruch wieder, glaube nie einer Statistik, die du nicht selbst aufgestellt oder gefälscht hast. Das vorweggenommen, also natürlich liegt es daran, wie ich die Fragen stelle, und natürlich liegt es daran, wie ich das am Ende gewichte, die unterschiedlichen Antworten. Das ist ganz klar der Fall. Ähm, und das muss sich jeder, der Studien macht oder Studien liest, auch bewusst sein. Ja, jetzt gibt es erstmal eine kurze Einführung zur Stichprobe, zu den Teilnehmern. Es gab 109 Teilnehmer, 3 musste ich ausschließen, da die Angaben, da Dinge fehlten, da auf die Rückfrage nicht mehr reagiert wurde und so. Deswegen sind am Ende 106 Teilnehmer übrig geblieben. Davon waren 79 Frauen und 22 Männer im Alter von 19 bis 81 Jahren und auch 5 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren waren dabei. Ich habe 30 Aminogramme bekommen, worüber ich mich sehr freue. Das ist eine gute Zahl bei so wenig Teilnehmern. Und das waren tatsächlich 26 Blutanalysen und 4 Haarmineralanalysen. Die Auswertung der Human Design Differenzierung hat Folgendes ergeben. Unter den Teilnehmern waren 57,5% Generatoren, was natürlich unterdurchschnittlich ist. Projektoren waren es 34%, was 50% über dem Durchschnitt der Bevölkerung liegt. Manifestoren 4,7% auch weniger als im Bevölkerungsdurchschnitt und fast 4% Reflektoren viel. Also daran könnt ihr schon sehen, die Wahrnehmungstypen waren sozusagen interessierter als die Macher. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die innere Autorität, wenn auch nicht nur. Auch dort gibt es Verschiebungen. 40% waren emotional, das heißt ungefähr 10% weniger als im Bevölkerungsdurchschnitt man rechnen würde. Sakrale Autorität mit 28 Prozent natürlich auch deutlich drunter. Na, was heißt deutlich? Etwas drunter. Es gab 7,5% Selbstprojizierte, was richtig viel ist. Es gab auch 4,7% mentale Projektoren, also auch richtig viel. Reflektoren, habe ich schon gesagt, überdurchschnittlich. Ganz kurz nur zur Profilverteilung und den Variablen. Die Auffälligkeiten waren dort nicht so stark. Es gab die übliche Verteilung zwischen häufigen und seltenen Profilen. Aber was ganz klar war, war, dass Dreier doch deutlich weniger waren. Das heißt, die sind mit Leben und Ausprobieren beschäftigt und sind dann vielleicht im Studiendesign eher weniger vorhanden und von denen die 1,3 noch am meisten, was unserer Human Design Erwartung entsprechen würde. Und es gab deutlich viele 5-1er und 6-2er, also die häufigen Transpersonalen waren gut dabei und auch 4-6er waren viele dabei.
Die Designvariable, also wenn wir jetzt nur das, was wir im PHS sehen, auf die Variable links, rechts gucken, also was ist das für ein Körper, was ist das für ein Gehirn, das war in etwa links und rechts gleichmäßig verteilt. Genau, so. Und um jetzt zu den Ergebnissen zu kommen, es ist ja ganz klar, dass ich meine Bewertungskriterien da transparent machen muss. Ich habe 4 Auswertungsgruppen gebildet. In Gruppe eins gab es 20 Teilnehmer. Das waren diejenigen, die den Kanal 14.2 und oder 1.8 hatten. In Gruppe 2 waren 31 Teilnehmer mit denen, die Tor 1 und oder Tor 14 am definierten Zentrum haben. In Gruppe 3 waren 23 Teilnehmer mit hängenden Toren, also Tor 1 und oder Tor 14 am offenen Zentrum. Und Tor 4 waren diejenigen ganz ohne Aktivierung von Tor 1 oder Tor 14 und das waren 32 Teilnehmer. Ja, wenn wir uns die Fragen im Einzelnen anschauen, ihr seht, ich habe die Gruppen, die ich eben benannt habe, farblich unterschieden und schematisch zusammengefasst nach Betroffenheit zu dieser Frage. Ähm, Was fällt auf beim Thema Herpes? Also bei denen, die überhaupt gar nie betroffen sind, sticht komplett hervor, dass die Gruppe mit einem Kanal oder beiden Kanälen und diejenigen ganz ohne Aktivierung sind in dieser ersten Gruppe, die gar nie betroffen sind von Herpes oder Aften, unterdurchschnittlich vertreten. Selten betroffen heißt, ja, ich habe das mal, aber nicht jedes Jahr, also ganz selten sozusagen. Da gleicht sich dieses Bild wieder ein bisschen aus. Da sind die mit dem Kanal wenig vertreten und die ohne Aktivierung deutlich häufiger. Wenn man sich aber die schwer Betroffenen anguckt, die mehr als 5-mal im Jahr unter Herpes leiden, da sehen wir dann wieder eine leichte Erhöhung derjenigen ohne Aktivierung. Ja, also es gibt dort anscheinend eine leichte Tendenz. Ähm, Entweder bin ich gar nicht betroffen, wenn ich den Kanal habe, ähm, oder wenn ich ganz ohne Aktivierung bin, heißt es nicht unbedingt, dass ich Herpes anfällig bin, aber ich bin vielleicht bei denen, die schwer betroffen sind, vielleicht ein bisschen eher beteiligt. Wenn man das nochmal so ganz direkt nochmal anschaut, die Schwankungsbreite zwischen also zwischen den Gruppen, wenn sie regelmäßig betroffen sind, ob nur häufig oder nicht so häufig, die Schwankungsbreite ist eher gering. Aber die Schwankungsbreite von denen, die überhaupt betroffen sind, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt, Kanal eins ist Gruppe eins mit Kanal, das sind natürlich diejenigen, die wirklich deutlich also auffallen, dann auch gar nicht betroffen zu sein. Und diejenigen aus Gruppe 4 ganz ohne Aktivierung, sind tatsächlich deutlich häufiger als der Durchschnitt betroffen. Ja, die zweite Frage zum Immunsystem. Also ich habe abgefragt, wie häufig, wie stark bist du erkrankt mit Infekten, mit Erkältungen? Und man sieht bei denjenigen, die quasi sehr, sehr gesund sind, die im Prinzip nie was haben, da liegen alle Gruppen sehr nah beieinander. Ähm, Ganz schwere Symptomatik, also Menschen, die so schwer krank waren, dass sie im Krankenhaus waren, hatte ich gar nicht dabei, zum Glück. Und was auffällt, ist, dass also diejenigen mit Kanal doch öfter mal leicht erkrankt sind. Also leicht erkrankt heißt sowas wie, ich bin 1- bis 2-mal im Jahr erkältet und bin auch schon ein bisschen krank, aber ich erhole mich relativ schnell wieder und es ist nicht groß der Rede wert. Da stechen diejenigen mit Kanal doch hervor und sie sind auch leicht überdurchschnittlich bei den mittelschwer Betroffenen. Ähm, Diejenigen ganz ohne Aktivierung von Tor 1 oder Tor 14 sind relativ im Schnitt. Sie fallen hier bei der mittelschweren Symptomatik dann doch einmal auf, dass sie dort dann
tendenziell etwas stärker schwer betroffen sind, also wenn sie was haben. Die dritte Frage zum Bindegewebe, also dort habe ich Dinge abgefragt wie weiches Bindegewebe, überstrickbare Gelenke, Senkfüße, Zahnprobleme, Knochenprobleme, Gelenke, Zellulite, solche Dinge. Ähm, Da fällt auf, dass diejenigen mit Kanal, also Gruppe 1, deutlich vertreten sind bei denen mit kein oder ganz wenig Problemen. Also es scheint einen gewissen Schutz fürs Bindegewebe zu geben, tatsächlich diesen Kanal aktiviert zu haben. Andersrum heißt es nicht, dass ohne Aktivierung die Bindegewebsprobleme groß sind. Wie man sieht, also auch die Gruppe 4 ist hier sehr häufig vertreten bei denjenigen, die keine oder kaum Probleme haben. Was dann aber nochmal auffällt, ist, dass diejenigen ohne Aktivierung, wenn dann doch auch sehr, also schon relativ gravierende Probleme haben könnten. Also das sind schon so 4, 5 stärkere Symptome, die man da haben kann. Ähm, Ohne. Also das ist so ein bisschen, ähm, kann man nicht genau deuten. Auf jeden Fall, was nochmal auffällt bei der sehr schweren Symptomatik, wir haben niemanden mit Kanal, der wirklich richtig dolle Bindegewebsprobleme hat. Und ja, und die anderen sind zu sagen leicht drüber oder im Schnitt. Ähm, Beim Bindegewebe ist sowieso die Frage, wie bewerte also wie bewerte ich das? Weil ich kann das nicht objektivieren, schon gar nicht in einem Fragebogen. Und der eine empfindet vielleicht seine Probleme als sehr stark mit der Zellulite und der andere beachtet sie überhaupt nicht. Und der eine sagt, ja, ich habe halt Senkfüße, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Und der nächste sagt, ja, ich habe so weiches Bindegewebe, das ist wirklich schlimm. Also nach Herpes zu fragen, da erinnert man sich dran, wie oft hatte ich das in den letzten 1, 2 Jahren in etwa, weil das so prägnant ist, das bleibt im Kopf. Aber wie jemand jetzt sein Bindegewebe bewertet, das ist deutlich schwieriger und das ist sicherlich auch ein Problem bei dieser Frage. Ja, zum Thema Energie. Ach nein, nochmal zurück. Bindegewebe, habe ich gedacht, das untersuche ich noch einmal nach den Designvariablen. Ähm, und das ist auch sehr interessant. Meine Hypothese war, na Mensch, eigentlich müssten ja die linken strategischen Körper in aktiver Umgebung vielleicht etwas stabileres, kräftigeres Bindegewebe haben und die passiven Körper und gerade vielleicht auch noch in der passiv in der Umgebung, die sind vielleicht auch vom Bindegewebe etwas weicher. Und ja, diese Tendenz, würde ich sagen, kann man hier auch sehen, leicht, aber etwas schon. Das heißt, ähm, die mit den Variablen rechts, rechts auf der Designseite bedeutet nicht automatisch, dass sie ein schlechtes Bindegewebe haben. Also wie man sieht hier ist auch die größte Gruppe bei denen ohne Probleme, ja. Aber sie ist eben auch bei der leichten Symptomatik echt überdurchschnittlich vertreten und auch bei der mittelschweren Symptomatik sind sie stark dabei, bei der schweren Symptomatik aber wiederum gar nicht. Ja, und bei den Linken gibt es, wie man sieht, eine leichte Tendenz, dass sie etwas überdurchschnittlich vertreten sind bei denjenigen, die keine oder kaum eine Symptomatik haben. Ähm, Ist ganz interessant. Bei der sehr schweren Symptomatik kommen die rechten Körper, die eigentlich in einer aktiven Umgebung richtig wären, sozusagen am schlechtesten bei weg. Also das sind natürlich nur ähm, Tendenzen, die ich mal anschauen wollte. Ja, jetzt kommen wir zur Energiefrage. Also ähm, dort war es natürlich auch ist schwierig zu objektivieren, denn ich stelle mir vor, dass ein Projektor, der daran gewöhnt ist, nicht immer Energie zu haben, das anders bewertet als vielleicht ein Generator, der aus welchen Gründen auch immer in die Kraftlosigkeit kommt. Ja, also als Beispiel. Ist nicht ganz einfach abzufragen, aber ich habe auch dort einfach
Menge und Stärke der Symptome abgefragt: Kraftlosigkeit, Erschöpfung, Energiemangel, Muskelbeschwerden, also auch wirklich mangelnde körperliche Kraft. Und dort gibt es eine ganz interessante ähm, Aufspaltung, könnte man fast sagen, dass in der Gruppe eins, ja, sie sind deutlich häufig bei denjenigen dabei, die überhaupt keine Energieprobleme haben, aber sie sind auch deutlich häufig bei denen dabei, die schon recht schwere Energieprobleme haben. Sie sind wiederum bei der schwersten Symptomatik, also totale Kraftlosigkeit, total am Ende sind sie gar nicht vorhanden. Und wiederum andersrum auch, ganz interessantes Bild, sehr eindeutig, Gruppe 4, ganz ohne Aktivierung. Ist jetzt nicht das, was man erwartet hätte. Nämlich, da sieht man ganz klar, dass sie wirklich absteigend sind mit dem Schweregrad. Das heißt, sie haben durchaus gute Energie in allen Bereichen und sie haben keine starken Symptome. Sie sind hier überall unterdurchschnittlich, und bei denen mit wenig oder kaum Symptomen ist diese Gruppe richtig stark. Als wenn sich diese Frage bei diesen Menschen gar nicht so stellen würde. Und tatsächlich sind hier diejenigen mit einfacher Toraktivierung am definierten, aber auch besonders am offenen Zentrum, die scheinen hier eher vulnerabel für Energieproblematiken zu sein. Also bei der schweren Symptomatik sind die hängenden Tore vorherrschend. Bei der mittelschweren Symptomatik sind sie leicht überdurchschnittlich, und bei der leichten Symptomatik sind sie auch am stärksten vertreten. Ähm, Kann natürlich wirklich gut sein. Es gab viele sakral offene Menschen in der Stichprobe. Und wenn die dann ein hängendes Tor noch haben, hängendes Tor 14, kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn das dann konditioniert wird, wenn da ein Tor 2 kommt oder ein Transit oder einfach nur ein Sakralzentrum in der Nähe, dann ist es ja da und will was tun und geht dann über die Grenzen. Dasselbe gibt es tatsächlich aber auch bei den Generatoren, die zum Beispiel den Kanal 14.2 haben. Ähm, manche von ihnen haben keine Energieprobleme und manche haben doch relativ starke Probleme. Und es kann daher kommen, dass sie, wenn dieser Impuls einmal losgeht, dass sie wie so ein rollender Stein, es geht los und die Energie fließt und der Stein rollt aber noch eine ganze Weile weiter, auch wenn wenn der Impuls eigentlich schon lange weg ist. Und dann sind sie entsprechend danach auch, haben sie sich so ein bisschen in die Erschöpfung getrudelt und brauchen dann auch eine ganze Weile, um wieder, Tor 14 ist ja auch die Ansammlung und die Bewahrung der Energie. Ja, ist ein Reservoir für Energie. Also es muss sich erst mal wieder auffüllen. Und wenn Sie dann den Fehler begeben, zu heftig, ja, zum Beispiel ins Manifestieren zu gehen als Generator, dann haben Sie jedes Mal diesen Backlash. Also das sind Beobachtungen von mir und auch anderen Kollegen, ähm, was auftreten kann mit diesem Kanal. Ja, und dann habe ich eine zweite Auswertungsrunde gemacht mit den Aminogrammen. Wie gesagt, es waren nur 30 an der Zahl, was für meine Stichprobe richtig gut ist. Aber natürlich muss man das im Hinterkopf behalten. Es ist eine kleine Stichprobe und kann nur so Anhaltspunkte geben, wohin man mal schauen könnte. Ähm, Die Herpeshäufigkeit, was kann man da sagen? Ja, was fällt dort auf? Das hohe Lysin, also das im Blut gemessene hohe Lysin, und ich habe strenge Kriterien angelegt. Also ich war, was die Laborwerte anging, doch sehr streng, was hoch bedeutet und was nicht so hoch bedeutet. Das heißt, ich habe die Messlatte relativ hoch gelegt. Ähm, Zeigt sich tatsächlich bei denjenigen, die nicht betroffen sind, ganz deutlich. Ähm, Was kann das bedeuten? Das kann natürlich bedeuten, dass das Lysin
tatsächlich davor schützt. Das kann natürlich auch andersrum bedeuten, dass diejenigen, die betroffen sind, Lysin auch stärker verbrauchen. Ja, also das weiß ich nicht. Das kann man von verschiedenen Seiten aus betrachten. Ein niedriges Lysin wiederum heißt nicht unbedingt, dass ich ganz viel betroffen bin, wie man sieht. Also das ist durchaus im Durchschnitt hier dessen, was man, es fällt jetzt nicht sehr auf hier. Es fällt tatsächlich nur auf bei denen, die sehr schwer betroffen sind. Und wenn ich das vielleicht sehe, dass jemand wirklich sehr schwer betroffen ist, dann kann die prophylaktische und hochdosierte Lysingabe über einen gewissen Zeitraum vielleicht wirklich das auch mal durchbrechen. Also das könnte man hieraus ablesen. Genau. Bei der Infektneigung, dort fällt auf, da fällt, da ist das Bild nicht sehr eindeutig. Ja, hohes Lysin ist jetzt bei denen, die gar nicht betroffen sind, anscheinend nicht der springende Punkt. Da ist lustigerweise auch eher ein sehr niedriges Lysin auch vorhanden. Bei denen, die wenig Probleme haben, sich gut und schnell erholen, die vielleicht nur einen leichten Schnupfen haben, ist allerdings der Lysinwert, Entschuldigung, ist der Lysinwert allerdings dann deutlicher. Bei denen, die stärkere Krankheitssymptomatik haben, ist das Lysin, auch das hohe Lysin vertreten, auch das sehr niedrige Lysin vertreten. Also das ist nicht sehr eindeutig. Ja, beim Bindegewebe, was fällt dort auf? Tendenziell scheint ein hohes Lysin auch hilfreich zu sein, weil man wenig oder gar keine Probleme haben möchte, aber auch niedrige Werte, nicht niedrige, sondern mittlere Werte scheinen dort ausreichend zu sein, damit das Bindegewebe halbwegs und gut stabil ist. Ähm, Das niedrige Lysin fällt auf, macht aber meistens sozusagen eher eine leichte Symptomatik. Oder aber auch bei denen mit sehr starken Problemen, da könnte man auch wieder das Lysin im Hinterkopf haben, ähnlich wie bei Herpes, und das mal probieren, ob ein das voranbringt. Ja, und zur Energie. Auch hier haben wir wieder so ein etwas konträres Bild, was nicht ganz der Erwartung entspricht. Hier haben wir die Lysinwerte, also niedrige Lysinwerte korrelieren jetzt nicht unbedingt damit, ähm, dass dass man viele Probleme hat. Aber auch wieder hier bei der schweren Symptomatik sehen wir eher die ganz niedrigen Werte. Heißt aber nicht, dass das der Hauptfaktor ist. Die sehr hohen Werte heißen auch nicht anscheinend, dass man gar keine Energieprobleme hat, sondern da findet sich der Hauptteil hier bei wenig Problem, bis aber auch leichten Problemen. Es spiegelt so ein bisschen das mit dem Kanal wieder, dass ein sehr hoher Lysinwert scheint, aber vor starken Energieproblemen auch etwas zu schützen. Es kommt in diesen letzten beiden ähm, Abteilungen hier nicht vor. Naja, und ich habe jetzt natürlich schon in den Ergebnissen auch ein bisschen gewertet und diskutiert, woran könnte es liegen, was könnte es sein. Am Ende zeigt sich das, was ich mir natürlich auch erhofft habe, dass für jede dieser Fragen sozusagen das Muster ein gleiches ist. Das hat sich nicht gezeigt. Ähm, und das muss man natürlich auch diskutieren, wie ich das bei Tor 14 oder Kanal 14.2 schon gemacht habe, was die Energie betrifft, woran es liegen könnte. Das kann man natürlich auf all die einzelnen Fragen und Ausformungen dann in der Körpergrafik auch nochmal wirklich dezidiert machen. Ich denke, dass, was ich dazu gesagt habe, das reicht. Es gibt natürlich viele Dinge, ähm, die es ist natürlich nicht monokausal. Also ich gucke jetzt aufs Lysin, aber warum jemand Symptome hat und krank wird, das liegt mit Sicherheit nicht nur an einer einzelnen Aminosäure. Und es liegt auch nicht nur an einer einzelnen Chartaktivierung in dem Sinne.
Und man kann schon sagen, dass ja, es gibt zum Beispiel zwischen den Themen Aktivierung im Kanal, Herpes und dem Lysinwert gibt es deutliche Verbindungen, die darauf hinweisen, dass das eine Art Schutz sein könnte, ja. Aber es gibt eben auch andere Sachen, die ich nicht in dem Sinne so richtig stichhaltig bewerten kann, weil 30 Aminogramme, das ist wenig. Auch deswegen Gruppe 4, also diejenigen ganz ohne Aktivierung, waren ja mit etwas über 30 Teilnehmern doch die geringste Anzahl. Alle anderen hatten irgendwie eine Art von Aktivierung der Lysintore. Und hatte ich auch schon gesagt, viele offene Sakrale, viele Wahrnehmungstypen dabei. Und natürlich, es gibt keine Monokausalität bei Krankheiten. Dessen müssen wir uns immer gewahr sein. Und das kann am Ende des Tages nur bedeuten, dass wir die Dinge, die wir in so einer Studie herausgefunden haben, immer wieder auch in einen großen Zusammenhang stellen und sagen, okay, es könnte ein Faktor sein, es könnte daran liegen, das sollte man im Hinterkopf haben, man könnte das ausprobieren, wenn jemand starke Energieprobleme hat, starke Herpesprobleme hat und schwaches Bindegewebe hat, ja, dann probier's doch mal wirklich mit Lysin über eine längere Zeit oder schraube überhaupt dein Proteinanteil in der Nahrung ein bisschen hoch, was ja der natürlichere Weg wäre. Und so kann man halt diskutieren, was fängt man jetzt an mit diesen Ergebnissen. Genau, und damit möchte ich dann auch nochmal auf meine Arbeit verweisen. Ihr könnt die nachlesen. Sie ist auf meiner Webseite veröffentlicht unter humandesign-mv.de. Einfach in die Suche mal eingeben, Studie oder Aminosäuren, da findet ihr das. Ich packe den Link auch nochmal in die Infos rein. Und damit komme ich zum Ende und bedanke mich vor allem natürlich nochmal bei allen Teilnehmern, die mir durch ihre Zuarbeit sehr geholfen haben, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Und ein großes Danke natürlich auch nochmal an meine Kommilitonen für die Zuarbeit, für die Hilfe, für die guten Gespräche und für die gute Zeit, die wir miteinander hatten. Und ein ganz besonderer Dank geht natürlich an meinen Human Design Lehrer und Mentor Peter Schöber, in dessen Rahmen wir die Ausbildung gemacht haben. Und da verweise ich auch nochmal auf seine Programme, die kann man unter Human Design Services finden. Und ja, wer exquisite Ausbildung zu schätzen weiß, der wird dort mit Sicherheit fündig. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wer noch mich anfragen will, wer mal schauen will auf meine Webseite, findet das alles im Internet. Und ja, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.